It was never about swords or magic. It was about always moving forward, never giving up. And more than anything, it was about being there for each other. What was I worrying about? Who cares if I couldn't fight? There are 1,000,002 ways to help on an adventure. I mean, you try questing without a cook or a healer. Hello? Merchant of Vyrn, do you read me? If you're done daydreaming now, I've got a ship ready to go. It was time to get a move on, or I wasn't worth my scales. Sorry, everybody. Your pal Vyrn is on his way. Oh. We ready? Klar. The supplies should be Weststadt. this way. Let's move. Uh-oh, our potion stock's running low. We'll be okay against a few goblins, right? Hopefully. Just don't overdo it. Zack. Ey, die waren schwach. Spread yourselves. Ich würde sagen. Sure hope Vyrn's okay. He was really down, wasn't he? Poor Vyrn. Suche nach Hilfsgütern. Ich bin unterwegs, aber wo soll ich genau suchen? War nicht jemand eine Kiste? Nein, war keine Kiste mehr. So, erledigt. Da unten sind auch noch welche, die nehme ich mit. Damn, they're back for more. Right when we were about to cross the finish line. I see people! Over there, by the supplies! We have to go help them! Zack. Mann, sind die schwach. Das gibt's ja nicht. Was ist mit denen los? Kriegen wir hier keine starken Gegner mehr zu Gesicht? Schade. Folks doing okay? Ja, passt schon. Doing better now. We need these supplies to repair Temple. So. Would you protect them? We're on it. Take cover, okay? On my mark. All support. They're finished. Keep your heads in the game. So. Okay. Ach, der Typ. Thank you. You saved Temtil's future. Heads up, goblin reinforcements. So. Just So, don't da quit. drüben. Ach, ich muss die Fracht beschützen. Did you miss me? Took me forever to catch up. Vyrn! Vyrn, was that an explosive? When did you get bombs? Here come more of those stinking gobbles. Can you take them? Sure can. Klar können wir das. Ein Schlag und die sind tot. Ach, da sind noch welche. Hi. So. Das sind ja kleine Gegner. Da ist da oben auch noch. If those goblins manage to steal any more of the supplies, then the relief effort's good as done. Zack, No runtergeschubst. kidding. They've already hauled half our grain to higher ground. Higher ground? Sounds like a job for a cool dragon. That's a great idea, Vyrn. Put your wings to use. Are you sure you can manage? What if the goblins spot you? Piece of cake. I'll be back in 30 seconds or your money back. Was macht der Kleine jetzt? Ah, da. So. Erledigt. I found some of the stolen supplies. They're safe and sound. Zack. Second bunch. Das ist ja alles nicht so schwer, würde ich gerade sagen. Everyone feeling better? Thanks, Vyrn. Zack. You're a lifesaver. Und die hier haben auch nicht wirklich Schaden bekommen. Those goblins are getting nasty. Don't fall for their trick. Hallo? Plötzlich sind die... Ah, ich stehe hier vor einem Holzbalken, Mensch. Mensch, hallo. Ja, jetzt drehen sie aber auf hier plötzlich, ne? Sag mal,
Wie oft wollen die mich jetzt noch hier wegschubsen? Catch this! Okay. Ready yourself. Enchanted land. Ich soll mal den da oben bitte angreifen. Gobos didn't get a single sack. Ja, das war schlecht, glaube ich. Das war schlecht. The enemy have started their retreat. I think the worst has passed. Thanks to you Skyfarers, Tempeal's finally gonna be rebuilt. We owe you everything. Vyrn was the real MVP. Aw, shucks. I bet you say that to all your lifelong pals. Was ist ein MVP? Ich bin zu blöd dafür. Erklärt es mir bitte. Was ist ein MVP? Most Valuable Person? After we'd secured the supplies, Vyrn talked about how he didn't think he was good enough for the crew. Obviously, he was the only one that felt that way. I'd always appreciated his support. During fights, he was a supply runner, lookout, and cheerleader. And both on and off the battlefield, he was my courage. But even the best people, and dragons, get discouraged sometimes. I really should have been more vocal about my appreciation. I made sure he knows now. We won the day because he came flying to the rescue. Just like I knew he would. I'll always be there for you, pal. He was back to his old self, basking in the praise of the crew. Which caused his ego to swell like a balloon, but hey, who doesn't need a little confidence boost after a dip? And Vyrn, let me just say it now. I value you. And all the hard work you do. From the bottom of my heart, thank you. Süß. Ich habe einen Slot bekommen für ein Siegel. Sehr schön. Das wollten wir doch. Können wir gleich nutzen. Nein, stopp, das war falsch. Ausrüstung war das. So, ich kann jetzt noch irgendwas Tolles rein basteln. Angriffskraft. Warum ist das ein Ausrufezeichen? Weil der neu ist? Toll. Ich könnte mir mehr Leben reinbasteln. Das hätte auch was. Kritische Trefferrate. 11%. Verbessertes Blocken. Helles Köpfchen. Ich weiß gar nicht, was alles dahinter steht. Ist das für mehr EXP? Ich finde das schade, dass hier nicht angezeigt wird, was die Auswirkungen sind. Ich kann ja nicht mal ein Erklärungsfeld sehen. Helles Köpfchen. Ich sag jetzt mal, das gibt mir mehr EXP. Kann das sein? Ich sehe hier nichts, was das Ganze erklären würde. Ein Erklärfeld. Ich kann nur sortieren. Ich kann filtern. Ah. Okay. Helles Köpfchen. Erhalte mehr Erfahrungspunkte, wenn du Gegner besiegst und Quest erfüllst. Ja gut, das wollen wir ja. So ist das gedacht. Okay. Was gibt es ja nicht sonst noch dann? Wenn ich sage, ich würde das jetzt austauschen. Erhöht die Merkmalstufe und die damit verbundenen Effekte abhängig von irgendwas. Verdiene mehr Rupien. Der Effekt gilt nicht für Online-Spiele. Verdiene mehr Rupien. Verkürzt die Dauer von Schwindel. Wehre beim Blocken irgendwas ab. Erhöht die Kraft von Himmelsdingern. Okay. Das ist ja auch vernünftig. Gut. Hab's kapiert. Alles klar. Kann ich dieses EXP-Ding eigentlich noch aufstufen? Stopp. Da hinten ist die Spiele. Skyfarers, huh? Which one? Show me. Nein, kann ich nicht aufstufen. Schade.
Okay, Come schade. back sometime. Gut, ich habe hier irgendwo eine Quest, die ich abschließen kann. Moment, das geht ja so auch, ne? Zack. Erledigt. Daddies ain't got nothing on you. Gut. Wo sind wir eigentlich? Da sind wir. Gut. Dann gucken wir uns doch gleich die nächsten Episoden an. Würde ich mal vorschlagen. Dann haben wir das auch gleich wieder hinter uns gebracht. Schicksalsepisoden. Er hat keine neuen, ne? Das ist okay. Dann gucken wir uns doch Rackham an, was er zu bieten hat. Episode 3 freigeschalten. Ah, okay, das ist genau das gleiche. Dann kriegen wir hier auch Slots. Okay. Machen wir doch, würde ich sagen. Call it a side effect of being a helmsman, but my ears tend to laser in on any talk of airships. Then again, damn near anybody could have heard this guy shouting. No! No! You can't do this! She's still skyworthy! She can still fly! The distraught man was making a scene outside. 3 seemingly unfazed onlookers surrounded him. Between all the belly aching, I pieced together the man's story. He was an engineer, was upset that an airship called the Nautilus was set to be decommissioned. His 3 friends, meanwhile, were telling him to see reason that an old ship like that would be more useful as scrap. Reminded me of the Port Breeze days, back when my own dreams seemed like unscalable walls. The 3 onlookers were a young helmsman, a young mechanic, and an older merchant. They presented a unified front against the engineer, countering each of his arguments threefold whenever he opened his mouth to protest. As much as I wanted to help the guy, the trio were speaking the truth. Repairing the damn thing would cost buckets of rupees, and you can't fix an airship on gumption alone. Trust me, I've tried. Them's the breaks, kid. I turned to leave. None of my business, right? But dumb old me, I had to pause as my ears caught what he said next. We made a pact, didn't we? Don't you remember? The Nautilus. You promised that we would take her to the skies. He could barely hold it together. You could hear it in his voice, the desperation as he clung to a quickly fading dream. It was a feeling all too familiar to me. Oh, wow. 10 Angriffsstärke dazu gekriegt. Wow, okay. Gut, dann spielen wir ihn doch. Ich muss als Rackham spielen. Das wird bestimmt hochinteressant. Das wird bestimmt hochinteressant. Stopp, das wollte ich doch. Hier unten, Quest beginnen. Unser Held ist nicht dabei tatsächlich. Das probiere ich jetzt einfach aus. I mean, sure, the Nautilus may be old, but she's got plenty of potential. She could easily outpace any other cargo ship in the fleet. At least 3 times faster! Found the poor bastard blathering his woes at a tavern in Folka. The seat next to his happened to be conveniently open, so I took it. Without so much as asking my name, he launched into story after story. It was clear he still needed to vent. Apparently, he just recently started his career as an engineer. Planned on restoring the Nautilus. It would revitalize the local economy, help Folka this, assist Timpil that. He went on and on, but I knew he wasn't going to feel better until he confronted the actual issue at hand. Don't get me wrong, I think it's great you want to help your home like this, but that's not the real reason you're upset, is it? That obvious, huh? I, made a promise to my friends. One day we'd fly our beloved Nautilus across the skies together. But the ship in question was long past its heyday and had deteriorated beyond the point of conventional repair.
Time is a cruel but patient mistress, and among the original Nautilites, only Kent had yet to accept reality. After he finished his explanation, silence fell between us. Well, until another man frantically stumbled into the tavern. I'd seen him somewhere before. Oh yeah, one of the naysayers from earlier, the merchant. Somebody help! Anybody! Monsters are ransacking my precious cargo! I was torn. Do my civil duty as a skyfarer and save the cargo, or help this ass determined to crush the dreams of my newfound friend? So, I asked Kent. What? Of course you should help him! Not a moment's hesitation from the kid. I liked that. This would have been the perfect moment to ensure the continued survival of the Nautilus, at least in the short term. But despite that, Kent didn't think twice about helping his fellow man. Hell yeah, Kent. I'll see what I can do. Netter Mensch oder nettes Wesen. Ein Mensch ist er ja nicht mit den komischen Ohren. Als Himmelsfahrer ist Rackham der Steuermann der Grand Cypher. Mit seinen 2 Waffen hält er Verbündete auf kurze und weite Distanz den Rücken frei. Drücke Quadrat für einen Schuss oder halte die Taste gedrückt, um 3 Schüsse abzufeuern. Sein Dreieckangriff ist aufladbar, was seine Reichweite und seinen Schaden erhöht. Fähigkeiten und Quadratangriffe füllen die Hitzeleiste. Je höher die Hitzeleiste, umso schneller lädt sich sein anderer Angriff auf. Okay. To the merchant. Our destination should be around here. I just hope there's anything left to save. Let's get moving. Go time! Ah ja. Bam. Okay. Gut. Ich wollte nur testen. Ich muss ihn ja mal steuern lernen, ne? Also von daher, Was haben wir für Fähigkeiten? Kugelhagel und Hitzkopf. Okay. Was muss ich eigentlich tun? Suche nach der Fracht. Schon wieder. Sind das immer die gleichen Missionen? Ich gehe mit anderen. Guckt mich erstmal um, Leute. Go time! Come on! Come on! Come on! Come on! Wenn man schon irgendwie so Seitenwege gehen kann, sollte man sie auch gehen in der Regel. Ja, ich weiß schon jetzt, den Charakter mag ich nicht unbedingt gerne spielen. Er kann gerne dabei sein, aber ich will den nicht aktiv steuern. Stopp, geht er hoch. Okay, da war nichts drin, schade. Er ist jetzt. Also, naja. Wir werden die Mission schon schaffen, aber er ist ja nicht so mein Fall. Boom. Okay, das waren jetzt noch harmlose Gegner, ich weiß. Wenn jetzt da gleich wieder solche Monster kommen wie gerade eben bei unserem Held, dann ist das fraglich, ob wir das so hinkriegen. Bin ich echt mal gespannt. Ich mag generell keine Schusswaffen. Charaktere steuern. Hüpf. Da wird es viel Versteckmöglichkeiten gleich geben. Okay, das ist die Fracht, die muss ich schützen, alles klar, kapiert. Und wo kommen sie? Von überall. Watch out, Rackham! We've got goblins and vipers on our trail! They'll say more than that to dupe us. Take that! Spread your wings. Take that! Things are about to get dicey. Just don't let him get close to the cargo. Stark. Come on!
Bam. Wyverns abgeschossen. Bring it! Prepare yourself. In the field. Press it through. Ja, das ist doof. Ich hab hier keinen AOE-Angriff. Let's finish this. Rain on the Geh bitte mal auf den da oben. one path. Fighting cold. So. Wie sieht's eigentlich mit der Fracht aus? Okay, die Fracht ist noch nicht unter Beschuss. Noch nicht. Komm, runtergeholt. Ach, ich schieß gerade auf die Fracht. Na toll, bin ich klug. Wo laufen die bitte hin? Ja, da kommen schon wieder welche. So the big shot finally decided to show up, huh? Well, you're going down like the rest of them. Heads up, people. Bumm. Das war's? Das war ja... You must Fast schon have einfach. screwed up big time today, 'cause you chose to mess with the best Das Ding hat crew nicht einen that ever Kratzer. crossed these skies. Das muss ja Super S sein. How you guys feeling? Gut, das ist ja gar kein S-Dings oder sonstiges, stimmt. Das war jetzt ja... Das war tatsächlich easy peasy. Oh, you're a lifesaver. How could I ever thank you? You want to thank someone? Thank him. I gestured toward Kent. The man's face filled with shame as the irony dawned on him. So it was you, huh? Hey, listen. I'm sorry about earlier. I could have heard you out. After the merchant left, I wanted to focus on the next goal at hand. Putting some wind back in the Nautilus's sails. So I proceeded to do some intelligent and, dare I say, brilliant thinking on the topic when Kent asked what I was talking about. Whoops, must have been thinking out loud again. You just wait and see. Ich habe einen Slot bekommen. Sehr schön. Danke.